Herzlich willkommen zu unserem virtuellen Rundgang hier durch den Energiecampus. Wir fangen hier auf dem Dach an, denn hier kann man die Begründung sehen, warum wir uns hier am Energiecampus mit den vielen verschiedenen Technologien, die man jetzt im Rundgang gleich sehen kann, überhaupt beschäftigen. Denn von hier aus kann man die zwei Säulen der Energiewende ganz gut sehen. Hier auf dem Dach haben wir Photovoltaikanlagen für die Stromproduktion aus Sonnenlicht. Und hier in der Ferne kann man Windkraftanlagen sehen für die Stromproduktion aus Wind. Das sind die zwei Säulen, auf die wir im Wesentlichen unsere Energiewende aufbauen. Also bis 2050 wird die Energieversorgung im Wesentlichen erneuerbar und damit zu einem sehr, sehr großen Teil, zum überwiegenden Teil, aus diesen beiden Quellen kommen. Beide Quellen haben ein grundsätzliches Problem. Die Energieerzeugung, also die Stromgewinnung aus diesen beiden Quellen, schwankt. Wenn die Sonne nicht scheint, produziert die Photovoltaikanlage keinen Strom. Und wenn der Wind nicht weht, auch die Windkraftanlage nicht. Gut, was machen wir hier mit diesen beiden Technologien? Wir gucken uns vor allen Dingen an bei den Solaranlagen, wie effizient sind unterschiedliche Technologien. Wir haben hier monokristalline Solaranlagen, polykristalline Solaranlagen, Cadmium-Telluritanlagen und wir vergleichen die hinsichtlich ihrer Effizienz. Und bei den Windkraftanlagen beforschen wir auch Technologien zur Effizienzsteigerung, die viel mit der Pitchlagerung der Blätter zu tun haben, aber auch mit Energiespeicherung im Park. Da haben wir einen großen Container, einen großen Batteriecontainer, in dem wir Windenergie, also den Strom aus den Windkraftanlagen zwischenspeichern können und dann überlegen, wann machen wir das eigentlich, wann speisen wir ins Netz, wann speichern wir lieber, solche Dinge. Zum Windpark gehört auch ein Windmessmast, in dem wir genau überprüfen, wie eigentlich der Wind tatsächlich dort weht, weil da auch neue Verfahren zur Messung von Wind mit speziellen Lasermessmethoden entwickelt werden. Und da sind wir dann auch in der Entwicklung von Messtechnik unterwegs. So, von oben auf dem Dach wissen wir noch, Strom im Stromsystem mit den erneuerbaren Energien wird mal sehr viel produziert und mal sehr wenig. Das Stromsystem selber hat aber gar keinen Speicher. Man kann den Strom nicht zwischenspeichern. Und ein großer Vorteil im Rahmen der Energiewende ist es, diese großen Mengen Strom, die aus den erneuerbaren Energien jetzt entstehen werden, auch in den anderen Sektoren Wärme und Mobilität nutzen zu können. Gleichzeitig können dann aber diese beiden Sektoren dem Stromsystem helfen, diese Fluktuation, mal sehr viel Wind, mal sehr wenig Wind, mal viel Sonne, mal wenig Sonne, auszugleichen. Das ist eine entscheidende Funktion dieser anderen beiden Sektoren als Serviceleistung für den Strombereich. Das Maß für das Ungleichgewicht im Stromsystem ist die Netzfrequenz. Wenn die Netzfrequenz über 50 Hertz steigt, kann man sehen, es ist gerade zu viel Strom im System. Wenn sie unter 50 Hertz sinkt, kann man sehen, es ist zu wenig Strom im System. Und dann kann man eben zum Beispiel hier, und ich stehe jetzt hier vor der Wärmezentrale unseres Energiecampus, den Strom nehmen und daraus Wärme machen. Das funktioniert sehr schnell, das ist sehr kostengünstig. Man nennt das neumodisch Power to Heat. Ja, und damit kann man eben sehr schnell auf so ein zu viel Angebot von Strom reagieren und damit das Stromsystem bei einem solchen Überangebot auch wieder ausgleichen. So eine Power-to-Heat-Anlage verwenden wir hier auch in unserem Energiesystem. Bei der Wärmeerzeugung sind die integriert in unsere Wärmespeicher. Und damit können wir eben dann Fluktuationen, die im Stromnetz auftreten, sehr schnell, sehr kurzfristig auch ausgleichen. Wir verwenden hier dann die Wärme, die entsteht in unserem Wärmesystem. Das heißt, es ist Wärme zum Heizen, ganz konkret für unser Heizungssystem. Da sind wir bei Temperaturen, die sind relativ niedrig eigentlich. Und da würde man sich dann für das ganze System, das ganze Energiesystem in Deutschland fragen, will man denn jetzt die Wärme zum Heizen direkt aus Strom gewinnen? Da kommt man relativ schnell dazu, dass man sagt, na, das ist vielleicht nicht unbedingt nötig. Solche Temperaturniveaus kann man besser vielleicht auch aus Abwärme gewinnen. Aber wir haben andere Anwendungsprozesse, gerade in der Industrie, wenn es um Prozesswärme geht, wo man solche Power-to-Heat-Lösungen verwenden kann, um eben sehr hohe Temperaturniveaus zu erreichen, die sich nicht einfach nur durch Abwärmenutzung lösen lassen. Und da macht dann unter Umständen diese Power-to-Heat-Nutzung auch in einem, sagen wir mal, größeren Umfang, mit größeren Wärmemengen durchaus Sinn.
Hier sind wir jetzt in der Heizungszentrale des Energiecampus. Hier haben wir jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, Wärme zu erzeugen als Heizwärme für das Gebäude. Die erste Möglichkeit ist hier unser Blockheizkraftwerk, eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Die versuchen wir dann zu betreiben, wenn nicht genug Wind und Sonne da sind, wenn also zu wenig Strom im System ist. Die besteht hier aus einem Motor, einem ganz normalen Automotor. Der wird mit Gas betrieben und der treibt jetzt keine Räder an, sondern hier vorne diesen schwarzen Kasten, das ist ein Generator, da wird Strom produziert. Und bei diesem Verbrennungsprozess, wenn also Gas verbrannt wird, entsteht viel Wärme. Und diese Wärme sammeln wir ein hier über Wärmetauscher. Das ist der Wärmetauscher vom Motorblock. Und da hinten ist nochmal der Abgaswärmetauscher. Und diese Wärme sammeln wir so ein, dass wir damit dann das Gebäude heizen können. Unser BHKW soll jetzt natürlich nicht dann laufen, wenn ausgerechnet viel Wind und viel Sonne schon erneuerbare Energien produzieren, sondern möglichst dann, wenn genau davon wenig da sind, also wenn wenig Wind weht und wenn die Sonne nicht scheint. Und das ist anders, als wir im Moment BHKWs betreiben. Tatsächlich werden BHKWs meistens im Moment als stromproduzierende Heizungen gesehen. Unser BHKW kann außerdem noch was Besonderes. Es kann nämlich tatsächlich Wasserstoff mit verbrennen. Und warum das wichtig ist, erzähle ich gleich. Also dieses Gerät wollen wir verwenden, wenn wir zu wenig Strom im System haben und dann daraus unsere Wärme gewinnen. Unsere Wärme kommt aber dann in anderen Momenten, wenn wir sehr viel Strom aus erneuerbaren Energien haben, aus diesem Gerät. Das ist eine Wärmepumpe. Unser Gebäude steht auf Pfählen und wir holen damit die Umweltwärme aus dem Boden in unser Gebäude hier hinein. Die Wärmepumpe wird mit Strom angetrieben, das ist ihre Antriebsenergie und sie funktioniert ganz einfach gesagt so wie ein Kühlschrank zu Hause, nur eben andersrum. Der Kühlschrank macht den inneren Raum kalt und pumpt sozusagen die Wärme von innerhalb des Kühlschranks nach hinten an die Rückwand vom Kühlschrank, an diese schwarze Wärmetauscherfläche, die man da sehen kann. Hier ist es so, dass die Wärme vom Boden mit Hilfe des Geräts ins Gebäude gepumpt wird. Und dieses Gerät stellt uns also Wärme zur Verfügung dann, wenn viel Strom aus erneuerbaren Energien da ist. Außerdem hilft es uns übrigens im Sommer ganz effizient, das Gebäude zu kühlen, denn dann verwenden wir quasi den Boden als Wärmesenke. Wir drehen die Richtung der Wärmepumpe um und pumpen die Wärme aus dem Gebäude in den Boden. Hier sind wir in unserem Power-to-Gas-Raum. Hier machen wir aus Strom, Power, Gas. Warum? Weil wir sehen, dass in Zukunft tatsächlich wir so viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen werden, dass das Stromsystem überversorgt ist und wir uns dann die Frage stellen müssen, wie heben wir diese Überschussmengen eigentlich auf für diese Zeiten, in denen der Wind nicht so doll weht, die Sonne nicht so doll scheint, wir aber trotzdem Strom brauchen und dann tatsächlich diesen zu viel Strom irgendwo zurückbekommen. Wir wissen, wir können den Strom relativ einfach in Batteriespeichern zwischenlagern. Allerdings würden wir dafür, um Deutschland dann zu versorgen, so viele Batteriespeicher brauchen, dass das relativ unmöglich ist, diese Mengen, die da gebraucht werden, auch wirklich einfach in Batteriespeichern unterzubringen. Und so ist tatsächlich im Moment die eigentlich einzige Lösung, von der wir wissen, dass sie sicher funktionieren wird, aus den Überschussmengen Gas zu machen. Das ist relativ einfach. Wir nehmen dafür solche Elektrolyseure. Ein Elektrolyseur spaltet Wasser, H2O, in seine zwei atomaren Bestandteile Wasserstoff, H, und Sauerstoff, O, oder H2 und O2 auf. Und mit dem Wasserstoff bekommt man dann ein brennbares Gas. Wenn der Wasserstoff verbrennt, entsteht nur wieder Wasserdampf, H2O, also genau die Substanz, die man vorher schon hatte und kein schädliches CO2, kein klimaschädliches CO2, was wir ja für die Energiewende dringend vermeiden wollen. Und den Wasserstoff, den wir hier erzeugen, den können wir tatsächlich in unserem BHKW mitverbrennen und so genau diesen Kreislauf schließen. Also immer dann, wenn wir oben auf dem Dach mit den Photovoltaikanlagen Strom erzeugen und wissen, das ist jetzt zu viel Strom, der passt nicht mehr in unseren Batteriespeicher und wir wollen ihn nicht ins Netz bringen, dann erzeugen wir hier den Wasserstoff und speichern ihn, nachdem wir ihn getrocknet haben, oben in einem Gasspeicher auch auf dem Dach.
Aus dem Strom Gas zu machen, ist deswegen eine gute Idee, weil tatsächlich die Gasspeicher in unserem Gassystem groß genug sind, um diese großen Überschussmengen perspektivisch an Energie, die wir aus den Erneuerbaren bekommen, auch aufnehmen zu können. Wenn man jetzt nur Wasserstoff da mitmacht durch die Elektrolyse, dann ist der Nachteil, dass Wasserstoff ein Gas ist, das einen relativ niedrigen Energiegehalt hat. Ungefähr nur 1/3 des Energiegehalts von Erdgas. Wenn man also den Wasserstoff nimmt und dem Erdgassystem beimischt, dann sinkt langsam der Energiegehalt im Gassystem. Das ist deswegen schwierig, weil man dann nach und nach hergehen müsste und alle Entnahmestellen, also immer da, wo jemand Gas verwendet, um es zu verbrennen und Wärme zu erzeugen, nachregeln müsste. Das ist eigentlich nicht richtig praktikabel. Deswegen ist eine Idee, aus dem Wasserstoff Methan zu machen. Methan ist der wesentliche Bestandteil von Erdgas. Man könnte sagen, Erdgas ist Methan. Und das machen wir hier auch. Wir nehmen den Wasserstoff und in diesem Bioreaktor machen wir mit Hilfe von Archaeen, das sind Urzeitlebewesen, ein bisschen wie Bakterien, entwicklungsgeschichtlich auf dem etwas anderen Pfad, aber die helfen uns, CO2 zu kombinieren mit Wasserstoff. Das heißt, wir gewinnen CO2 aus der Luft und bringen das in Kontakt mit dem Wasserstoff aus der Elektrolyseeinheit. Und diese Lebewesen machen daraus Methan. Das Methan ist dann Erdgas und wir können es im Prinzip dem Erdgasnetz beimischen, sehr viel leichter als den reinen Wasserstoff. Und wir können das erzeugte Methan mischen mit dem erzeugten Wasserstoff und in unserem BAKW direkt wieder rückverstromen. An der Stelle, und das ist jetzt ganz toll, lösen wir eigentlich zwei Probleme. Um Methan herzustellen, nehmen wir CO2 aus der Luft. Und wenn wir dann dieses Methan wieder verbrennen, entsteht genau das CO2, was wir vorher aus der Luft geholt haben. Das heißt, wir schließen den Kohlenstoffkreislauf in diesem Verbrennungsprozess. Und vorher haben wir schon den Stromkreislauf geschlossen. Wir nehmen Überschussstrom aus den Windkraft- und Solaranlagen und machen daraus das Gas, das wir anschließend wieder verbrennen wollen, um daraus Strom zu erzeugen. Die Geschichte ist schön. Sie hat den kleinen Haken, dass diese Umwandlungsverfahren natürlich alle auch Energieverluste haben. Und das bedeutet, dass man auf dieser ganzen Strecke von Strom über Gas zurück zu Strom einen größeren Anteil der Energie, die ursprünglich da war, auch wieder verliert. Das kann man deswegen nur machen, weil man weiß, dass der Strom, der reingegangen ist an der ersten Stelle am Anfang, auch regenerativer Strom ist, von dem man also weiß, der ist morgen wieder da. Ja, anders als in Kohlekraftwerken, wo dann die Kohle einmal verbrannt ist und anschließend weg ist, wissen wir, der Wind weht morgen wieder und die Sonne wird morgen auch wieder scheinen. Wir haben hier also dann ein geschlossenes, regeneratives System, wo wir uns dann auch in diesen Verfahren hier bei den Power-to-Gas-Anlagen etwas schlechtere Wirkungsgrade durchaus leisten können. Mithilfe der Elektromobilität koppeln wir auch den Mobilitätssektor an die erneuerbaren Energien, die wir aus den Windkraft- und Solaranlagen bekommen. Dabei ist es wichtig, dann beim Laden natürlich darauf zu achten, dass es auch erneuerbarer Strom ist, der da in die Batterie des Autos geladen wird. Ein entsprechendes Konzept für so intelligentes Laden haben wir hier entwickelt, wo wir genau schauen, wie ist der Anteil erneuerbarer Energien gerade und schalten wir deswegen jetzt hier den Ladevorgang an oder aus. Intelligentes Laden wird nicht nur gebraucht, um sicherzustellen, dass es erneuerbare Energien sind, die da ins Auto fließen, sondern in weiten Teilen auch, wenn wir viel Elektromobilität haben werden, damit wir sicher sein können, dass das Stromnetz die Ladeanforderungen auch bewältigen kann. Denn es heißt Individualmobilität, aber so individuell ist es nicht. Und wir fahren morgens relativ gleichzeitig zur Arbeit hin und kommen abends relativ gleichzeitig wieder. Und wenn wir dann alle gleichzeitig unser Elektroauto in die Steckdose stecken, dann kann das in Teilen des Stromnetzes zu Überlastungen führen. Da wird man solche intelligenten Ladekonzepte brauchen, um auch das Stromnetz zu sichern. Den Strom, den wir hier am Energiecampus erzeugen, den können wir auch hier in unserem Batteriespeicher zwischenspeichern. Das ist nochmal eine Speichermöglichkeit, so wie wir sie auch häufig in Haushalten vorfinden, wo Photovoltaikanlagen oft gekoppelt sind an solche Batteriespeicher. Für uns ist dabei die Frage, wann wollen wir den Strom eigentlich im Batteriespeicher speichern? Wann wollen wir ihn verwenden, um damit Wasserstoff zu produzieren? Wann wollen wir ihn ins Netz einspeisen?
Und genau diese Entscheidungsalgorithmen, das ist eigentlich das, was wir hier am Energiecampus entwickeln und programmieren und dann testen.